mein Name ist Rael, ich bin 18 Jahre alt und ich besuche das Gymnasium. Ende Jahr mache ich die Matur. Ich bin mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte auf die Welt gekommen, das heißt, ich wurde immer wieder operiert, seit ich klein bin. Jetzt, wo ich ausgewachsen bin, ist der Zeitpunkt da, wo man die letzte ästhetische Nasenkorrektur vornehmen kann. Als ich in der Bezirksschule war, wurde das Aussehen wichtiger und man hat sich untereinander auch verglichen. Meine Klassenkameraden haben mich teilweise ausgelacht wegen meiner Nase und dadurch ist auch der Wunsch entstanden, das dann zu beheben. Rael wurde mir von einem Kieferchirurgen zur Nasenoperation bei Lippenkiefer-Gaumenspalte überwiesen. Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalte sind häufig auch im Nasenbereich schon voroperiert, was glücklicherweise bei Rael nicht der Fall ist. Mein Spezialgebiet ist die schwierige Nasenoperation. Und zu den schwierigen Nasenoperationen zähle ich die Nachoperation nach erfolgloser Erstoperation. Dann spricht man von einer sogenannten Revisionsoperation der Nase. Aber auch die Nasenoperation bei Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalte zähle ich zu den schwierigen Nasenoperationen, weil die Nase asymmetrisch ist. Um eine symmetrische Nasenform zu bekommen, muss man auf der einen Seite eine andere Technik anwenden wie auf der anderen Seite. Ich fühle mich sehr wohl, weil Herr Bessler mich von Anfang an offen empfangen hat und sich sehr viel Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten. Ich nehme mir viel Zeit für die Patientenaufklärung. Es ist mir sehr wichtig, dass Rael die Operation begreift. Nur dann kann sie sich richtig für oder gegen eine Operation entscheiden. Anhand der Computersimulation haben Rael und ich die Nasenform besprochen, die wir erreichen wollen. Ich bin durch meinen behandelnden Arzt auf Herrn Bessler gekommen und ich habe mich dann tatsächlich von Anfang an sehr wohl gefühlt bei Herrn Bessler, weil er sich sehr viel Zeit genommen hat für mich und meine Fragen und mir dank den Computersimulationen auch zeigen konnte, wie ich später aussehen werde. Die Nasenrekonstruktion besteht darin, dass ich das Nasengerüst komplett auseinandernehme und entsprechend der neuen Formvorstellung neu rekonstruiere. Dafür brauche ich zusätzliche Stabilität. Für das nehme ich Ohrknorpel, vielleicht Ohrhaut, ich brauche eine gute Knochenverankerung und vielleicht muss ich sogar Rippenknorpel nehmen. Es ist sehr wichtig, dass das neue Nasengerüst genügend stabil ist gegenüber dem Narbenzug, gegenüber der elastischen Hautspannung und dem Muskelzug und dies ein ganzes Leben lang. Die Nasenoperation von Rael war aufwendig, die Operation dauerte knapp 6 Stunden. Wie zu erwarten war, brauchte ich für den Aufbau des Nasengerüstes Ohrknorpel. Aber die Hauptschwierigkeit der Operation lag darin, die Veränderungen, welche die Nase nach der Operation durchmacht, in die Operationsplanung mit einzubeziehen. Das heißt also, man muss die Nase etwas überkorrigieren. Ich bin mit dem Operationsresultat sehr zufrieden und es freut mich natürlich, dass Rael sich nun anderen Themen im Leben zuwenden kann. Vor 1,5 Jahren wurde ich hier in der Praxis von Stefan Bessler operiert und konnte mich davor entscheiden, ob ich ambulant oder im Spital behandelt werden will. Ich habe mich für die ambulante Variante entschieden, weil das für mich den Vorteil mit sich bringt, dass ich danach sofort nach Hause kann. Ich habe mich vor der Operation gefragt, wie das mit den Schmerzen sein wird und war daher positiv überrascht, als ich die Medikamente nur 7 Tage zu mir nehmen musste und praktisch keine Schmerzen verspürte. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren die Tamponaden, die ich 2 Nächte in der Nase hatte. Ich konnte durch Röhrchen atmen, was eigentlich kein Problem war, und nach 2 Tagen war das Ganze auch vorbei. Kurz nach meiner Operation ging ich auf eine längere Reise und habe dabei in Amerika viele tolle Leute kennengelernt. Meine Nase ging dabei wie vergessen, was mich sehr überrascht hat, da die Nase für mich ein großer Teil in meinem Leben war bis zu diesem Zeitpunkt. Deshalb bin ich auch sehr froh, heute hier zu sein und mit Herrn Bessler das Ganze nochmals zu besprechen, damit ich auch innerlich abschließen kann. Denn wenn ich mich im Spiegel betrachte, bin ich nach wie vor wie hin und weg von meinem neuen Abbild und ich fühle mich auch viel mehr wie ich selbst.